Guten Morgen. Ja, guten Morgen, weil wir haben schon den nächsten Tag. Wir sind gestern gegen, ich weiß gar nicht, 16, 17 Uhr angekommen. War vollkommen okay, aber es ist halt wirklich eine sehr, sehr lange Reise gewesen. Und ja, da sind wir nun. Was mir aufgefallen ist und was mich auch gestern noch ein wenig geärgert hat, war, dass ja, das Sichern von Videomaterial ist auf jeden Fall essentiell. Und ich habe mir eine Kamera besorgt, nämlich die hier, die Insta360 Go 2. Und mit der kann man halt, ja, das ist halt eine Actionkamera, mit der man auch freihändig filmen kann. Und das hat es doch super gemacht, alles gut, ne? Aber als ich dann halt die Bilder am Abend sichern wollte, ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich halt irgendwie zu lange wach war, komplett unkonzentriert war, äh, ich habe die Bilder gelöscht. Da waren plötzlich die Bilder weg. Naja, auf jeden Fall habe ich noch ein paar andere Aufnahmen mit anderen Geräten gemacht, aber das ist halt der Grund, warum jetzt so der erste Vlog tatsächlich so ausfällt, wie er jetzt gerade ist. Und ärgert mich selber sehr tatsächlich, aber gut, so ist es halt. Ne? Wir können daran jetzt erstmal nichts ändern, zeigt mir aber wiederum, ja, die Erstellung eines Vlogs ja, ist halt jetzt auch nicht so einfach, wie man sonst mal vielleicht denkt. Ne? War mir aber auch schon im Vorfeld so klar, aber ich habe ja schon mal was probiert in die Richtung. Ihr habt es ja gesehen mit dem Konzert, also mit dem Camillo-Konzert. Aber gut, dass man jetzt hier noch Videos löscht, na gut, egal. Ist halt so passiert, das war jetzt quasi die Anreise. Muss auch sagen, dass einige Sachen, die ich gefilmt habe, ich auch wieder generell löschen musste. Beispielsweise, als wir eingereist sind am Flughafen, da musste ich habe hier und da ein paar Sachen gefilmt am Flughafen, darf man natürlich nicht. Deswegen kam dann auch der Zoll auf mich zu und ich musste auch diese Dinge, die ich dann aufgenommen habe, löschen. Waren jetzt auch keine, ja, Dinge, die halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollen. Letztendlich ging es halt nur um die Einreise selbst, um das Prozedere. Aber gut, okay. Ja, zur Einreise selbst, ja, ging relativ gut. Haben halt ungefähr 2 Stunden gebraucht tatsächlich, bis wir dann schlussendlich auch draußen waren. Ähm, ja, also Problem war halt am Anfang die Deklaration der Salut, ne, die ja dann ab 1.1. jetzt verbindlich war, und viele Passagiere hatten diese halt immer noch nicht. Weswegen halt ja, da hat halt die Schlange, die halt noch vor der Postkontrolle ist, ein bisschen länger gebraucht. Ne? Also alleine da haben wir schon 40, 50 Minuten gestanden, bis wir dann schlussendlich endlich mal bei der Passkontrolle ankamen. Aber gut. Ja, ja, dann sind wir weiter. Ne? Sind dann halt in einer Unterkunft. Wir wurden halt abgeholt von den 2 Onkeln meiner Frau und ja, dann waren wir erstmal in der Unterkunft bis um 2, 3 Uhr morgens, haben uns dann noch unterhalten. Ähm, ja, dann ab ins Bett für eine Stunde oder ähnlich, ja, 1, 2 Stunden nicht mal. Ne? Und dann ging es auch mit dem Auto weiter. Ja, und nun sind wir dann schlussendlich hier angekommen gegen, ja, 16 Uhr ungefähr. Und ja, dann hier noch Empfang, Essen, ähm, die ganzen Pakete, die wir mitgebracht haben, also Pakete nicht, aber Gepäckstücke entsprechend an den Mann bringen. Ne, ist halt eine große Familie und länger nicht gesehen. Ich habe es ja erzählt, ne, von daher, ja, kam einiges zusammen. Ja, und das war dann auch schon der erste Tag. Am Abend wollte ich dann halt, wie gesagt, die Gepäckstücke, Quatsch, Gepäckstücke, die Fotos dann halt und die Videos alle sichern. Und ja, vielleicht war ich einfach zu übermüdet, wie auch immer. Muss mich da auf jeden Fall besser konzentrieren. Aber war mir auf jeden Fall eine Lehre.
Okay, aber gut, das jetzige Video, dieser heutige Vlog sollte ja tatsächlich auch bloß die Anreise darstellen. Und das haben wir jetzt auch. Wie geht's jetzt weiter? Heute werde ich in ein MLC-Geschäft gehen. War ich tatsächlich gestern auch schon kurz, nämlich in Las Tunas. Aber gut, ist halt weg, ne? Die Videoaufnahmen. Aber da war ich auch nur ganz, ganz kurz drin. Da gab es auch nicht viel tatsächlich. Ne? Noch dazu kommt, dass heute auch Feiertag ist. Also normalerweise wäre erster und zweiter Feiertag. Da der zweite allerdings auf den Sonntag fiel, wird halt dann immer der Feiertag auf den Montag weitergeschoben. So ist es hier. Und ja, deswegen ist heute auch nochmal Feiertag. Was nicht bedeutet, dass nichts offen ist, sondern einfach nur eingeschränkt offen. Ne, also auch die Geschäfte haben letztendlich offen, aber nicht halt mit den normalen Öffnungszeiten. Ja, also wir gehen heute auf jeden Fall in ein MSC-Geschäft, was hier in Kontermeister auch neu ist. Mal gucken, was es da gibt. Und dann werde ich auch zu meinem Vater und danach fahren wir auch zum Vater meiner Frau. Und ja, dann mal gucken, müsste der Tag auch schon wieder fast rum sein. Ne, morgen ist der Plan, geht es dann nach Santiago. Ne, ja, also jetzt erstmal ein bisschen ankommen und mal sehen, ja, was so die nächsten Tage noch so ansteht. Aber erstmal natürlich Familie und ja, so viel erstmal dazu. Guten Morgen, wir sind hier jetzt quasi vor dem MLC-Geschäft und warten auf den Einlass. Da ist eine lange, 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 lange Schlange. Aber wir haben uns schon frühzeitig angestellt, beziehungsweise frühzeitig anstellen lassen. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir relativ schnell reinkommen. Bueno, se llevó el filtro la cuenta. ¿Cuánto compró? Hã? Cuatro. Quanto podemos comprar? Ah, fue. Eh, ¿Qué pagó? ¿Cuánto pagó? Dos. Dos, okay. Temos bolsa ou você? Spaghetti, sim. O fideo. Y no hay para echar las cosas, hay que estar en la mano. Esta es la medida. Mira, hay harina, ¿no? ¿Dónde? Ahí abajo. Pero de maíz. Ah, de maíz. Hay frijol. ¿Qué más? Aquí. Hã? Este por fritusa. No, son cornflakes en Ah. cereales. Ok. Aquí también Entonces, cereal, no, eso no. Detergente tenemos, ¿eh? sí. Müsli, ¿Esto qué? Yogur. leche, Ahí compramos chocolate. huevo. Leche y chocolate. ¿Cuánto podemos? Dos de cada Okay. cosa. Ah, ok. De cada o de cada sabor. ¿Qué es eso? Ah, necesitamos galletas. ¿Sí? No sé. Pues bueno, compramos, tenemos suficiente dulce. ¿Para qué Sí. galletas? Ah, tú no hay ritual. ¿Eh? ¿Eh? Ritual no hay. Rituales. De precio también. No sé.
Mira, pasen para adelante. Si quieren déjenlo ahí. Ya, ok. El código ahí, ya Está bien. cuando se vayan, pónganlo ahí. Ah, ja. Si yo amanecí en la calle. Por eso se te me va toda la fiesta. Transporte. No vamos a banco, estamos. Sí, tres. Agüita bendita. Pasó a dar iglesia antes de venir aquí. Un poquito. ¿De cuál? Ah. Guten Morgen und ein neuer Tag beginnt. Nachdem wir bei meinem Vater waren am gestrigen Tage, sind wir noch zum Vater meiner Frau und dort hatten wir dann eine kleine Wiedersehensfeier, wobei ich da jetzt nichts gefilmt habe. Na, das wollte ich dann quasi unter uns lassen, nur für unter uns. Und ja, aber heute geht's weiter. Heute haben wir den 4. Januar. Und heute ist tatsächlich ein Tag, an dem nichts geplant ist. Ehrlicherweise war die Reise relativ anstrengend und steckt uns immer noch in den Knochen. Und wir haben das letzte Mal irgendwie am 30. Dezember letztes Mal normal geschlafen, sag ich mal, oder ausgiebig geschlafen. Seitdem immer nur halt stundenweise, wenn überhaupt. Und von daher war das heute tatsächlich die erste Nacht, wo man mal ein bisschen ausruhen konnte. Und das planen wir auch für den heutigen Tage, um mal so ein bisschen anzukommen tatsächlich. Ja, und der Plan für morgen, was eigentlich heute angesetzt war, aber das verschieben wir jetzt nochmal, wäre dann nach Santiago zu fahren und mal sehen, vielleicht noch zum Strand. Ja, gucken wir mal, was der morgige Tag so bringt. Heute wird es auf jeden Fall ein familiärer Tag im Haus. Ich gucke mal, was ich hier aufnehme oder auch was nicht. Ne, möchte hier jetzt auch keinen weiter in der Privatsphäre stören. Von daher gucken wir mal. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ya les voy a servir para que almuercen aquí los tres. ¿Ok? ¿Puedo hacer un video a los pasteles? Oye. ¿El amor? Te doy 10. Sí, ¿Qué precio tiene un pastel? a 3 pesos. Que hay 3, 6. Guten Morgen. Ein Käffchen am Morgen muss sein. Wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, 5 oder halb 6. Also wir sind schon auch eine Weile wach. Und heute geht es zur Kirche El Cobre. Meine Frau glaubt ja an die barmherzige Jungfrau. Und ja, das ist halt eine Schutzpatronin Kubas. Und ja, da fahren wir heute zur Kirche. Und danach geht es dann an den Strand. So erstmal der Plan. Doch zunächst weiter Käffchen trinken.
bella esa taza, ¿eh? Ja, da sind wir jetzt also am Strand Siboney, also bei Santiago. Wir waren bei El Cobre, dann waren wir noch ja, bei der Familie in Santiago und nun sind wir hier und genießen hier heute den Tag. Bueno, hace falta ver ahora los precios de... No, mira, porque hay pulpo, camarón, pescado, filetes de pescado, pollo, cerdo. Los mariscos valen 6. Mittagszeit. Da sind wir wieder, es ist jetzt kurz nach 6. Es war ein relativ langer Tag und wir haben jetzt keine Lust mehr, irgendwie was zu kochen. Deswegen haben wir uns eine Pizza bestellt. Denn diesen Service gibt es jetzt mittlerweile auch in Contra Maestre. Schauen wir mal, wie es wird. Buenas. Yo venía con arroz, pero por estar en la prisa Ay, chico. se me quemó uno. Y yo, ¿tuviste cómo está de nuevo? Es una candela. Trajiste la de queso que es la que ellos comen. La principal.